Es ist ein herrlich warmer Oktobertag hier im Garten, wesentlich wärmer als im Haus gerade, aber der Frost kommt. Deswegen sehen wir heute zu, dass wir den Garten winterfit machen und unsere Wintergewächse Weizen, Knoblauch und Zwiebeln in die Erde bringen. Angefangen mit dem Maisbeet, in das jetzt über den Winter Weizen kommt. Das Beet hat uns gute Dienste erwiesen und wir sind sehr zufrieden mit der Ernte gewesen. Aber nächstes Jahr, denke ich, könnte man die Pflanzen noch viel enger zusammenstellen und quasi den Inhalt des ganzen Beetes auch auf ein halbes Beet reduzieren. Dann würde das auch mit der Bestäubung besser klappen, denn manche Kolben waren leider nicht vollständig bestäubt. Ich schneide die Pflanzen gleich ein bisschen kleiner, damit sie besser in den Kompost passen. Jetzt habe ich die Maispflanzen rausgerupft und klein geschnitten und damit quasi das Nützliche vom Unnützen getrennt, denn die Maispflanzen kommen auf den Kompost und das Unkraut kommt in die schwarze Tonne. Das brauche ich in meinem Garten nicht. Falls du dich fragst, nein, ich kümmere mich nicht wirklich um den Kompost, sollte ich aber natürlich tun. Aber das ist eine Aufgabe für Zukunftstim. Schau dir mal diese dicke Stange Lauch an. In meinem Leben habe ich es noch nicht geschafft, solche Gewächse hochzubekommen, ob Lauch, Zwiebeln, ob Schnittlauch oder eben jetzt hier Porree. Aber in diesem Fall hat es tatsächlich mal funktioniert und ich bin so stolz darauf. Und es sind auch noch sehr viele Pflanzen geworden und wir werden auf jeden Fall diesen Winter viel davon haben. Die Erbsenzeit ist schon lange vorbei, aber ich habe die Pflanzen ehrlicherweise peinlich lange stehen lassen, weil ich sonst nichts vorhatte mit dem Platz. Und ich will den Knoblauch eigentlich eher hier auf der Seite der Karotten anpflanzen, weil er da einfach leichter zugänglich ist. Nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich die Gelegenheit, das Dürregestrüpp endlich zu entfernen. Das Grün der Karotten hat im Hochsommer schon mal bedenklich welk ausgeschaut, weswegen ich dachte, die Karottenernte sei überfällig. Aber tatsächlich hat sich das Ganze ja erholt. Jetzt ist alles wieder flauschig und saftig. Nichtsdestotrotz brauche ich den Platz jetzt für den Knoblauch. Sind ja gar nicht alles Babymöhren, aber klares Learning für mich, nur weil da noch Samen in der Packung sind, muss man nicht alle Samen ausbringen. Ja.
Weiter geht's. In diesem kunterbunten Beet habe ich in der zurückliegenden Saison schon auf dieser Hälfte die gelben Zwiebeln gepflanzt. In der Zwischenzeit habe ich versucht, den Platz noch einmal neu zu nutzen mit verschiedenem Quatsch, aber unter anderem Erbsen. Man muss aber ehrlich sagen, es ist jetzt Mitte Oktober, die Erbsen sind immer noch in der Blüte begriffen, das wird nichts mehr. Ich rupfe also lieber das Ganze raus, tue die gelben Zwiebeln rein und wir erfreuen uns dann an den Knollen nächstes Jahr. Schade, aber es geht nicht anders. Sieht schon ganz schön zu jetzt. Mach ich mal lieber ein bisschen schneller. Von dem Regen will ich nicht überrascht werden. So, die Beete sind endlich vorbereitet, aber ich glaube ehrlich gesagt, die Zeit für heute ist um. Es wird gleich anfangen zu regnen, deswegen nehme ich lieber die Ernteerzeugnisse. Wir gehen ins Haus, kochen was Schönes und morgen geht es dann ans Pflanzen. Püree, Karottenkuchen, Snacks. Dann würde ich mal sagen, pflanzen wir den Weizen jetzt ein, bevor der Wind das ganze Beet mit Blättern zuweht. Die Blätter werde ich übrigens nicht aufheben, da mir die Erfahrung mit der Maiszucht gezeigt hat, dass dort hinten sowieso nicht so wirkliche Wachstumsbedingungen herrschen. Also das Beet steht vielleicht ein bisschen sehr schattig. Wir konzentrieren uns jetzt beim Weizen also vorrangig auf den blätterfreien Bereich hier vorne. Weizen kann sehr eng gepflanzt werden, was zusätzlich den Vorteil bietet, dass Unkraut nicht so richtig eine Chance hat durchzukommen. Hoffe ich zumindest. Weizen ist, würde ich jetzt mal sagen, kein typisches Kleingartengewächs, weil die Produktivität pro Quadratmeter nicht so hoch ist und das Ganze braucht auch ungefähr 300 Tage zum Wachsen, also 10 Monate ungefähr. Aber ehrlich gesagt habe ich Hoffnungen, dass wir gar nicht 300 Tage warten müssen, denn der Knoblauch, bedingt durch den super milden Winter, den wir letztes Jahr gehabt haben, ist auch einen Monat früher reif geworden, als normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Also ich denke, wir können hier auch mit 270 Tagen auskommen beim Weizen. Dann haben wir es, wenn ich es jetzt mal ausrechne, Mai, Juni, Juli, dann haben wir den Weizen vielleicht schon Ende Juni, Anfang Juli raus und können hier auf jeden Fall nochmal, was weiß ich, Salate oder so pflanzen, ne? So,
über die Maßen professionell ausgebracht, könnte man den Weizen jetzt noch höchst professionell mit den Füßen festtreten. Das mache ich aber nicht, weil ich eine feinkörnige Erde habe, die sehr hart wird, wenn man sie arg kompaktiert. Ich hau jetzt einfach nur mit der Schaufel drauf. Damit aus meinen Weizenkörnern kein Vogelfutter wird, bedecke ich das Ganze nochmal mit Pappe für eine Woche oder anderthalb, bis der Weizen gekeimt ist. Zack. Feucht machen, feucht halten und in einer Woche, anderthalb haben wir, wie gesagt, dann Weizenpflänzchen. Auf zum nächsten. Das Jahr hat 52 Wochen. Eine Knolle Knoblauch konsumieren wir im Schnitt, sage ich mal, in 2 Wochen. Nun sind wir nicht jede Woche da, aber ich werde trotzdem 26 Zehen Knoblauch in die Erde tun, denn dann habe ich auch noch genug über, um daraus wieder neuen Knoblauch zu pflanzen. Denn das ist ja das Ziel quasi. Einmal Knoblauch kaufen und dann nie wieder. Idealerweise ist ja, denn ich möchte nächstes Jahr andere Sorten probieren. Aber dann kann man ja auch Knoblauch verschenken. Freut sich ja jeder drüber. Ich messe jetzt also mal 2 Reihen zu je 13 Löchern ab. 2, 3, 12, 13, naja, so ungefähr. Da drüben noch einmal. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 und 13. Ist jetzt eine großzügige Platzierung, aber Knoblauch möchte tatsächlich nicht zu dicht gedrängt werden, sonst fühlt er sich nicht wohl und es entstehen Krankheiten. Jedes Loch hebe ich jetzt zu ungefähr 10 cm Tiefe aus. Meine Knoblauchsorte dieses Jahr ist Germidur oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Germidoir. Keine Ahnung. Und tut mir leid an alle, die Französisch sprechen können. So. Oh, das ist aber schade. 2 Zehen sind hier schon beschädigt geliefert worden. Schade, denn das sind auch noch schön große Zehen. In jedem Fall ist das Vorgehen so, ich löse jetzt vorsichtig die Papierhaut um die ganze Knolle herum und löse dann die einzelnen Zehen heraus, möglichst ohne die Haut zu verletzen, möglichst ohne die Dinger kaputt zu machen. Das hat ja schon der Lieferant für mich erledigt. So, also das muss weg. Ich meine, ist ja prinzipiell nicht so schlimm. Ich kann die Zehen, die beschädigt sind, ja noch zum Kochen verwenden. Aber nichtsdestotrotz, im Supermarkt kostet so eine Knolle halt nicht 1,30. Hier haben wir auch schon eine verfaulte Zehe. Boah. Also das ist irgendwie nicht der Hit hier dieses Jahr. Dadurch, dass einige Zehen schon beschädigt waren, bleiben mir jetzt 34 Stück über, aus denen ich 26 Stück auswählen möchte. Üblicherweise nimmt man sich nur die größten Zehen. In diesem Fall, weil ich ja schon weiß, es sind 34 Stück und ich brauche 26, sortiere ich die kleinsten Zehen aus, da ich eh keine andere Wahl habe und verwende dann den ganzen Rest. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen wir mal hier die 8. Es heißt nicht, dass aus den kleinen Zehen nichts werden kann, aber die großen Zehen sind einfach erfolgsversprechender. Idealerweise steckt man die so herum, also mit diesem Spitzenende nach oben. Aber es spielt auch nicht wirklich eine Rolle, die finden auch so ihre aufrechte Position. So machst du es dem Knoblauch bloß leichter. Hier.
Und das war es dann ja eigentlich auch schon. Mehr muss man sich um Knoblauch nicht kümmern, denn im nächsten Jahr, wenn die Regenfälle nicht mehr dazu ausreichen, den Garten zu bewässern, ist der Knoblauch auch fast schon reif. Also man muss den auch faktisch nicht mehr gießen. Es ist wirklich ein hervorragendes, so schmackhaftes Gewächs, das man einmal in die Erde tut, vergisst und es kümmert sich um sich selbst im Idealfall. Also wirklich, ein Traum. So, auf geht's zu den Zwiebeln. Und da sind wir wieder in unserem kunterbunten oder inzwischen nicht mehr so kunterbunten Beet. Und hier kommen die Zwiebeln rein. Dafür ziehe ich 5 cm tiefe Furchen, die in einem 10 cm Abstand angeordnet sind. Mal schauen, wie viele Reihen wir hier reinbekommen. Dieses Mal pflanze ich 4 Reihen Stuttgarter Riesen und 2 Pflanzen Senju Yellow. Die Sorte habe ich noch nie probiert, scheint aber sehr bekannt, beliebt und lecker zu sein. In einem Abstand von 10 cm stecke ich jetzt diese Zwiebeln alle mit der Spitze nach oben in die Erde. So. So, haben wir gut verbraucht. Größere Steckzwiebeln als die Stuttgarter Riesen, aber am Ende sollen sie nicht so groß werden wie die Stuttgarter Riesen. So, die kann man dann ja wohl auch enger zusammenstellen, wenn die nicht so groß werden. So, Säckchen leer. Stuttgarter Riesen und 60 Senju Yellow Zwiebeln haben wir gepflanzt, also insgesamt 140, aufs Jahr gerechnet ein bisschen mehr als 2,5 Zwiebeln pro Woche. Ich sag mal so, wenn wirklich aus jeder Zwiebel was wird, und vor allem die Stuttgarter Riesen haben ja zum Beispiel Potenzial bis zu 1,5 Kilogramm schwer zu werden je Stück, dann sind wir, glaube ich, schon im Lot. Wenn sich aber im Frühling jetzt abzeichnet, dass nicht aus jeder Steckzwiebel was wird, dann müssen wir noch mal was nachpflanzen. Denn ja, unser Zwiebelverbrauch ist wirklich so exorbitant hoch. Perfekt. Geschafft. Also zu 100% winterfit ist der Garten natürlich noch nicht. Dafür muss hier noch einiges geerntet, eingekocht oder aufgeräumt werden. Aber das Wichtigste meiner Meinung nach ist geschafft, dass wir die Gewächse, die jetzt über den Winter wachsen werden, alle in der Erde haben. Die restlichen Wintervorbereitungen für den Garten sind ein Thema für Zukunftstim, würde ich sagen. Dementsprechend bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! Ist auch noch viel, was hier passieren muss. Aber es macht ja auch Spaß.